Fast täglich werde ich gefragt, was ist die beste Holzkohle? Das sind weitere 3 Tipps. Tipp 1. Ist dir auch schon passiert, wo du bei einem Grillfest deinen Holzkohlegrill eingeheizt hast und dann beim Grillieren immer wieder Rauch entstanden ist und sogar deine Nachbarn vorbeigekommen sind und sie reklamiert haben über die grosse Rauchsäule und du hast nicht verstanden, warum das passiert? Vielleicht ist es ja gar nicht deine Schuld. Vielleicht hast du einen schlechten Sack Holzkohle verwünscht. Dann nicht jede Kohle ist gleich verkohlt. Das bedeutet, bei der Herstellung kann man den Verkohlungsprozess lang machen oder kurz machen. Je länger der Verkohlungsprozess ist, desto reiner wird die Holzkohle. Und wenn der Verkohlungsprozess kurz ist, desto weniger Verkohlung entsteht. Das heisst, es bleiben Holzstückchen zurück. Und diese eben können durchaus räuchen, auch wenn alles nach Holzkohle aussieht. Wenn man es genau dann aber anschaut, was hat gerochen, dann sieht man drin vielleicht Rückstände von Holz und das erzeugt Rauch und das ist dann sehr lästig. Wie kann ich jetzt herausfinden, ob Kohle gut verkohlt ist oder nicht? Ja, das ist schwierig zu herausfinden, einfach durch das Anschauen vom Sack. Aber man kann sich orientieren am Preis. Billige Kohle ist sehr wahrscheinlich nicht gleich lang verkohlt wie eben hochwertige Kohle. Und dort kann man sich schon ein bisschen an dem orientieren. Und hochwertige Kohle, die sollte definitiv nicht rauchen, wenn man sie anzündet. Tipp 2. Stell dir vor, das sind 2 Holzkohlensäcke, die aufeinander oben liegen und während dem Transport aufeinander reiben. Was passiert, wenn ich das mit den Chips mache? Ja, mit genug Kraft wird da drinnen nur noch Brösmel übrig bleiben und die kann man nicht mehr essen. Und so gleich geht es mit den Holzkohlen. Je länger die aufeinander oben liegen und reiben gegeneinander, desto kleiner sind die Stückchen drinnen, desto unbrauchbarer werden sie. Darum mein Tipp bei der Wahl der Holzkohle: Acht darauf, dass du Holzkohle kaufst, die schon grosse Stücke abgepackt werden. Denn da ist sicherer, dass bei dir die dann auch die genug grossen Stückchen ankommen. Und als zweiter Tipp: Ja, wenn du auf einem Palett Holzkohlen runterlupfst in einem Laden, dann nimm eher von der oberen Schicht und nicht von der untersten. Weil dort ist die Chance grösser, dass du gute Ware bekommst. Und jetzt Tipp 3. Ein weiterer Punkt, ein wichtiger Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, das ist die Verpackung. Die Verpackung vom Holzkohlensack. Ja, dort geht es darum, dass der eben nicht nur gebraucht wird, um die Werbung draufzuschreiben und Marken anzuzeigen, sondern wichtig ist, dass er hebt. Ja, es tönt banal, aber es geht darum, dass der Sack nicht schon verreist, bevor man ihn im Auto hat, zum Abtransportieren. Also muss er genug stabil sein. Und zweiter, noch wichtigerer Punkt auch, dass er eben die Feuchtigkeit abhaltet. Die Feuchtigkeit, die man beim Lagern, ja, muss damit rechnen, dass sie einfach eindringt, wenn der Sack nicht genug geschützt ist. Und mit feuchter Kohle kannst du keine rechte Glut machen. Das ist garantiert. Die Lösung ist, dass man also Säcke hat, Holzkohlensäcke, die Mehrfachlayer haben. Das heisst, es sind mehrere Schichten. Und die mehreren Schichten, einerseits machen den Sack stabiler und zweitens lassen sie eben die Feuchtigkeit weniger gut durch. Das bedeutet, es gibt sogar Säcke, die haben eine Kunststoffmembran dazwischen, um 100%igen Schutz zu geben. Und dann hast du mehr von deiner Holzkohle. Hey, Holzkohle, wie du siehst, ein ganz heißes Thema. Aber jetzt interessieren mich deine Erfahrungen. Schreib sie in die Kommentare. Und dann schau unsere weiteren Videos, die wir haben. Abonniere den Kanal, drück aufs Glöckchen und dann gib mir einen Thumbs up, ein Like und wir sehen uns im nächsten Video.